Hey Lovely, der dritte Teil unserer Liebesserie und darin schauen wir auf die Gefühlsebene deines Gegenübers. Was fühlt er in Bezug auf dich? Wie fühlt er für dich? Was sind im Allgemeinen seine Gefühle, also emotional, wie geht es ihm? Schauen wir rein und werden wir schlauer. Nach den ersten 2 Teilen freue ich mich jetzt schon sehr, was hier rauskommt. Die Gefühlsebene ist halt doch wieder ein bisschen was Intensiveres, ein bisschen was Tieferes. Nee, hat sich nicht umgedreht. Okay, dann machen wir weiter. Und schon wieder die Vereinigung. Gucken wir. Liebesbotschaften hole ich dann auch gleich noch ab, wenn wir die Tarotkarten haben. Wo sind die Liebeskarten? Wo sind die Liebeskarten? Hier sind sie. Gleich mal die 10 der Kelche gefallen. Sowas finde ich auch immer witzig, wenn ich eine Reihe habe und dann drunter die Klärung quasi lege und dann kriege ich 2 identische Karten. So wie vorhin, also im ersten Video das Angebot und dann das Ass der Kelche. Hier schau mal die Gerechtigkeit oder der Ausgleich und dann die 6 der Münzen drunter. Ja. So, oh. Ja. Es wird immer tiefer, es wird immer intensiver und krass. Dazu muss ich sagen, ich habe jetzt echt wenig irgendwie spezielle Kelchkarten oder sowas. Also auch Feuerenergie, Stabenergie habe ich hier nichts drin liegen. Aber unterm Deck die Liebesbotschaft. Aber es ist trotzdem so viel Tiefe da, so viel Intimität, so viel Verbindung. Es ist unglaublich. Ja, Liebe darf wachsen. Also pass auf, die Sache ist die, emotional ist dein Gegenüber in einer Aufräumaktion. Ich möchte jetzt nicht sagen Berg- und Talfahrt oder Achterbahnfahrt der Gefühle, das nicht, aber hier richten sich gerade gewisse emotionale Energien beziehungsweise sie bringen sich in den Ausgleich. Das kann sich bei dem einen oder anderen als Distanz äußern, dass du vielleicht zwischendurch das Gefühl hast, er ist da, aber er ist doch nicht ganz präsent, weil er vielleicht abgelenkt ist durch irgendwelche Sachen, vielleicht spielen da die Gedanken noch eine Rolle und emotional ist es aber so, er kann sich gerade noch nicht so richtig ausdrücken. Das, was wir im vorigen Video hatten, im zweiten Video in der Gedankenebene, so diese Gedanken ständig, immer und überall bist du in seinen Gedanken und er denkt an dich und denkt über eure Beziehung nach. Das hat natürlich auch Einfluss auf die Gefühlsebene. Und da entsteht ein unheimlich schönes Gleichgewicht. Neue Emotionen kommen ans Tageslicht. Hier ist ein regelrechtes Aufblühen, aber es ist halt in der Entwicklung. Das muss man auch dazu sagen. Hier sind tiefe Gefühle, die an die Oberfläche kommen möchten. Deswegen hier auch die Liebesbotschaft muss ich gleich mal vorwegnehmen. Zeitfaktor.
Du willst etwas auf Biegen oder Brechen erzwingen. Lass den Dingen Zeit. Die Sache ist die, es ist schon keine Frage mehr, ob eure Verbindung intensiv ist, ob sie sehr intim ist, ob ihr eine wundervolle Verbindung habt. Ja? Ich meine, wir haben ständig diese Vereinigungskarte mit drin. Wir haben hier eine absolute Stabilität von Herz zu Herz. Aber nicht jeder hat gelernt, seine Gefühle und seine Emotionen offen oder direkt zu kommunizieren. Im Video über die Gedanken hatten wir diese Entscheidung von ihm, dass er das vorhat, dass er offen und ehrlich mit dir über alles sprechen möchte und dir alles vor den Latz knallen möchte quasi. Aber wenn innerlich die Emotionen noch nicht fassbar sind, noch nicht in Worte zu fassen sind, dann kann er das natürlich auch nicht nach außen geben. Die Gefühle sind da und er möchte sie dir zeigen. Er möchte sich selbst ranführen in diese Offenheit und möchte dir durch kleine Gesten oder kleine oder große Gesten zeigen, wie sehr er zu dir steht, wie tief er dich liebt. Es ist wirklich brutal, was hier vor sich geht. Und er ergreift auch die Initiative, also in sämtlichen Hinsichten, in sämtlichen Bereichen siehst du ihn aktiv. Er möchte tun, er möchte machen. Vielleicht bringt er dir kleine Aufmerksamkeiten mit oder vielleicht macht er Erledigungen für dich. Also ich habe hier jetzt nicht dieses ultra krasse Liebesgeschwür, wollte ich schon fast sagen, nein. Dieses Sprechen, ich liebe dich, dieses Kommunizieren der tiefen Gefühle, er zeigt es. Wir haben zweimal hier die Aktion drin liegen, also er tut und er macht. Ihr seid zwei Seiten einer Medaille. Ja. Zwillingsseelen, eure Leidenschaft ist entflammt. Wenn du siehst und spürst, dass dieser Mensch, dass du einen festen Platz im Herzen dieses Menschen hast und dass dieser Mensch dir voll und ganz verfallen ist, mach bitte keinen Druck in irgendeiner Form oder bezüglich irgendeiner Situation. Vielleicht möchtest du auch oder wünschst du dir, dass diese Verbindung offiziell gemacht wird oder dass er vielleicht in gewissen Dingen schneller was sagt oder schneller reagiert. Was wir hier an einem Prozess haben auf seiner Gefühlsebene, sein Herz gehört voll und ganz dir. Voll und ganz. Gib ihm den Raum und gib ihm die Zeit, dir das zu zeigen. Es kann aber auch sein, dass er vielleicht seine Gedanken schon in Worte gefasst hat und du wartest jetzt auf die Taten, dass er dir beweist, wie sehr er dich liebt, dass er in die Aktion schreitet. Das braucht Zeit. Zeit und Raum ist auf unserer Ebene so wichtig, weil die Energien, die auf einer höheren Frequenz einfach schon vorhanden sind, die brauchen immer ihre Zeit, bis sie auf der irdischen Ebene, ich sage jetzt mal, ins Wirken kommen. Und es braucht einfach keinen weiteren Beweis mehr, wie er zu dir steht, wie er für dich fühlt. Ich habe es vorhin schon gezeigt. Er liebt dich mit Haut und Haaren. Er liebt dich voll und ganz. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich das noch ausdrücken soll, ohne irgendwie komplett schnulzig zu klingen. Das, was wir hier haben in dieser Serie bis jetzt, diese sich wiederholenden Energien, keine Einbrüche, kein Hin und Her. Hier ist eine Konstante, hier ist eine stabile Liebe,
ein stabiles Fundament zwischen euch beiden, das nur noch ausgelebt werden möchte. Wenn wir hier den Frühling nicht als Energie, sondern als Zeitkarte sehen, dann sind wir jetzt gerade voll und ganz in dieser Zeitqualität, in der er in die Aktion schreitet, in die Handlung geht. Das wäre dann quasi ein weiteres Video, das nächste Video. Ich bin gerade am Überlegen. Ich hatte mir nämlich überlegt, eventuell, dass wir noch auf irgendwelche Ängste, Blockaden, Störungen oder so eingehen, aber die Energie, die ist so klar. Ja, die Energie ist so klar, wir können eigentlich im nächsten Video direkt auf die Aktion, auf die Handlungsebene schauen, was dieser Mensch dann quasi vorhat. Wie er vielleicht gedenkt, dir die Liebe zu beweisen, dir die Liebe zu zeigen. Wenn du diesen Menschen oder für diesen Menschen genauso empfindest, wie er für dich, dann brauchst du keine Handlungen als Beweis, sage ich jetzt mal. Die Handlungen kommen so oder so, aber du brauchst keine weiteren Beweise, weil das, was du fühlst, das zeigt sich im Außen als absolute Wahrheit. Wie er sich selbst mit all seinem Sein, mit all seinen Themen und vielleicht auch den Wunden der Vergangenheit in den Ausgleich bringt, ins Gleichgewicht bringt. Das ist so ein heftiger Akt. Wir haben hier eine bedingungslose Liebe. Volles Vertrauen, tiefste Verbindung. Mal eine Frage am Rande, habt ihr so dieses Verliebtheitsding schon irgendwie überschritten oder ausgelassen? Weil ich habe das Gefühl, dass hier schon Liebe ist. Also tiefe Liebe, ohne rosarote Brille, ohne Schwärmerei oder natürlich, wenn man seinen Gegenüber liebt, dann ist da trotzdem noch eine Art von Schwärmerei da, aber dieses Ding aus der Anfangszeit, das fehlt hier, dieses Oberflächliche. Wir haben hier schon so eine intensive Verbindung. Gut, ich meine, wenn ihr jetzt schon sehr lange in einer Partnerschaft seid und vielleicht nur eine Krise hinter euch habt oder noch mittendrin seid, dann ist ja quasi diese Verliebtheitsphase schon Schnee von gestern. Ja, aber ich will jetzt gar nicht mal hier so viel reinposaunen, weil wir doch irgendwo einen anderen Ausgangspunkt haben. Okay, je nachdem, wo du gerade stehst innerhalb dieser Verbindung. Ich bin gerade am Überlegen. Nee. Ja. Nee, das war's. Kurz und knapp. Tiefste Verbundenheit, tiefste Stabilität. Tiefstes Vertrauen. Er versetzt Berge für dich. Und das wirst du, wenn du es noch nicht gesehen hast und wenn du es jetzt noch nicht weißt, du wirst es erfahren. Ich sag ja, dieser Mensch ist dir voll und ganz verfallen. Absolut. Okay, das soll es gewesen sein für den Moment. Im nächsten Video gehen wir auf seine nächsten Schritte ein und gucken, was er vorhat in Bezug auf dich, was passieren wird, wie sich das alles entwickelt.
Ich freue mich drauf. Ciao, ciao.